Hallo und herzlich willkommen bei Pouch Mobile Tech. Es freut mich, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Das iPhone begleitet einen Apple-Nutzer eigentlich den ganzen Tag. In der Arbeit, beim Kommunizieren, beim Fotografieren, rund um die Uhr. Und dennoch gibt es einige Funktionen, die man gar nicht kennt. Oder vielleicht hat man sie schon einmal gehört und dann wieder vergessen. Und genau das ist der Grund für mein heutiges Video. Ich zeige euch heute 10 Funktionen, die ihr möglicherweise gar nicht kennt, die aber den Alltag enorm erleichtern. Alle Tipps sind direkt in iOS 26 integriert und funktionieren mit allen einigermaßen aktuellen iPhones mit iOS 26 ohne irgendwelcher zusätzlichen App. Also nur Funktionen, die Apple selbst integriert hat. Wenn du also dein Handy effektiver nutzen möchtest, dann schau dir jetzt mein Video an. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Hast du gewusst, dass du die Rückseite deines iPhones als zusätzliche Taste konfigurieren kannst? Genau das ermöglicht die sogenannte Backtap-Funktion. Damit lässt sich die Rückseite des iPhones wie ein zusätzlicher Button konfigurieren. Mit doppelten oder sogar dreifachen Tippen, dem man dann frei wählbare Aktionen zuweisen kann. Um das Ganze zu aktivieren, geht man in die Einstellungen unter den Punkt Bedienhilfen und weiters zu Tippen. Hier scrollt man dann runter und findet ganz unten den Punkt auf Rückseite tippen. Wenn man hier hineingeht, kann man dann einstellen, was passieren soll, wenn man auf die Rückseite doppelt tippt. Hier hat man einige Funktionen zur Auswahl und dasselbe kann man dann mit Dreifachtippen machen. In meinem Fall habe ich bei Doppeltippen Bildschirmfoto ausgewählt. Das heißt, wenn ich hier zweimal auf die Rückseite tippe, dann wird ein Screenshot gemacht. Wer Safari nutzt und zwischen mehreren geöffneten Tabs wechseln möchte, muss hier immer auf die drei Punkte klicken, dann zu alle Tabs gehen und kann dann einen anderen auswählen. Ich persönlich wusste lange nicht, dass es dafür einen deutlich schnelleren Weg geht, denn man kann in Safari ganz einfach nach links oder rechts über die Adresszeile wischen und springt dann sofort zum nächsten Tab. Das geht extrem schnell und ist vor allem bei der Einhandbedienung natürlich ein großer Vorteil. Habt ihr vielleicht schon mal versucht, eine Webseite oder einen längeren Artikel zu speichern und dabei unzählige Screenshots gemacht? Das ist gar nicht notwendig. Stattdessen kann man die gesamte Seite in nur wenigen Handgriffen sichern und genau so funktioniert es. In erster Linie macht man mal einen Screenshot und klickt dann anschließend auf das Bild und dann geht man zum Punkt ganze Seite. Damit kann man die komplette Webseite, Notizen oder Dokumente in einen einzigen PDF sichern, ohne mehrere Screenshots machen zu müssen, also optimal für Rezepte, Rechnungen etc. Weiters geht man auf Teilen, wählt Optionen und kann hier das Ganze dann als PDF teilen oder speichern. Wer zum Beispiel Kopfhörer trägt oder konzentriert arbeitet, aber dennoch nichts verpassen möchte, zum Beispiel wenn man ein Paket vom Postboten bekommt und dieser an der Tür klingelt, für den hat das iPhone auch eine ganz spezielle Funktion. Mit der sogenannten Geräuscherkennung meldet sich das iPhone nämlich zuverlässig, sobald bestimmte Geräusche erkannt werden. Etwa ein Türklingeln, ein Rauchmelder, Babyweinen oder zum Beispiel auch Hundegebell. Dazu geht man wieder in die Einstellungen zu den Bedienhilfen und geht dann weiter runter zum Punkt Geräuscherkennung. Und hier kann ich dann einstellen, dass sich das iPhone meldet, wenn ein bestimmtes Geräusch erkannt wird, sei es jetzt eine Sirene, ein Hund, eine Katze, irgendwelche Haushaltsgeräte, aber auch zum Beispiel ein weinendes Baby oder Husten. Wenn ich zum Beispiel das Husten aktiviere und jetzt einfach mal schön ins Mikrofon huste, dann wird hier angezeigt, dass ein Husten erkannt wird und auch die Apple Watch meldet sich in diesem Fall. Wer zum Einschlafen einen Podcast oder entspannende Musik hört und nicht möchte, dass die Wiedergabe die ganze Nacht durchläuft, auch für den hat das iPhone eine Lösung. Wenn man in die Uhr-App geht, hat man rechts unten den Punkt Timer. Wichtig ist, dass man sich hier einen Timer stellt und dann Wiedergabe stoppen wählt. Hier hat man diverse Alarme, aber wenn man Wiedergabe stoppen wählt, wird nach Ablauf der eingestellten Zeit die Medienwiedergabe automatisch gestoppt. Ganz egal, ob man Spotify, YouTube oder Apple Music nutzt.
So muss man sich darüber keine Gedanken mehr machen oder nachts irgendwann aufwachen, um die Wiedergabe manuell zu stoppen. Als Apple vor vielen Jahren Haptic Touch eingeführt hat, kamen zahlreiche neue Funktionen auf das iPhone. Durch langes Drücken lassen sich seitdem zusätzliche Optionen direkt aufrufen. Eine Funktion, die mir persönlich sehr geholfen hat, steckt in der Einstellungs-App. Normalerweise schaltet man zum Beispiel Bluetooth oder WLAN über das Kontrollzentrum ein oder aus, wenn man den schnellsten Weg wählt. Das ist aber gar nicht notwendig. Denn drückt man zum Beispiel das App-Icon von Einstellungen länger, bietet diese direkten Zugriff auf WLAN, Bluetooth, Batterie etc., ohne durch irgendwelche Menüs zu navigieren. Das heißt, hier kann man zum Beispiel direkt in die Bluetooth-Einstellungen gehen, was natürlich wesentlich schneller ist. Oder langes Drücken auf das Symbol-Icon der Kamera bietet mir auch schnell Zugriff zum Beispiel auf den Porträtmodus. Wer viel schreibt, vor allem lange Nachrichten, kennt das mühsame Tippen nur zu gut. Und die Diktierfunktion, die mit iOS 13 eingeführt wurde, war früher auch nicht das Weiße vom Ei. Viele nutzen sie deswegen gar nicht mehr. Mittlerweile ist sie jedoch deutlich besser geworden. Sie erkennt zuverlässig Befehle wie Komma, Punkt, neue Zeile oder Ausrufezeichen. Zum Beispiel Hallo, Komma, neue Zeile. Das ist ein Test. Punkt. So lassen sich auch längere Texte problemlos diktieren, ohne anschließend alles korrigieren oder Satzzeichen manuell einfügen zu müssen. So eine ganz kurze Unterbrechung. Falls dir bis jetzt mein Video gefallen hat, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du mir als Zeichen deiner Wertschätzung ein Like da lassen würdest, beziehungsweise wenn du auch zukünftig keine Videos verpassen möchtest, dann kannst du natürlich sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Dazu sage ich herzlichen Dank und schon geht's weiter. Die sogenannte Spotlight-Suche nutze ich normalerweise nur, wenn ich schnell eine App suche, die ich nicht von Haus aus am Homescreen liegen habe. Dabei kann Spotlight deutlich mehr als viele wissen, denn Spotlight lässt sich zum Beispiel auch als Taschenrechner nutzen. Hier kann ich zum Beispiel eingeben 3456 minus 344 und habe hier zum Beispiel auch schon das Ergebnis stehen. Auch Umrechnungen sind kein Problem. Ich kann hier 100 Kilometer in Meilen eingeben und habe hier auch schon die Antwort, wie viele Meilen das sind. Wolltest du vielleicht schon mal von einem Foto ein Objekt oder eine Person freistellen und nur diese versenden und hast dir gedacht, boah, dazu brauche ich jetzt sicher eine extra App? Dann kann ich dir sagen, nein, das ist nicht so. In der Foto-App kann man ganz einfach lange auf eine Person oder ein Objekt drücken und iOS erkennt dann das Motiv automatisch und stellt es für einen frei. Man kann das Ganze dann sogar am Bildschirm hin und her schieben und wenn man zu einer neuen Nachricht geht, kann man das dann zum Beispiel als Sticker versenden. Das Ganze geht auch übrigens für WhatsApp, auch hier kann man das einfügen, es wird dann als Sticker erkannt und kann dann ganz einfach versendet werden. Und auch für Vielschreiber habe ich noch einen kleinen, aber praktischen Tipp. Dazu geht man wieder in die Einstellungen unter Allgemein zum Punkt Tastatur und zu Texterkennung. Hier kann man zum Beispiel eigene Abkürzungen anlegen. Wenn man ADR eintippt, dann kommt zum Beispiel die komplette Wohnadresse. Oder ich zeige euch das mal, wenn man eine E-Mail-Adresse eingibt und ich sage, das Ganze soll kommen, wenn ich zweimal den Klammeraffen eintippe. Ich wechsle jetzt hier rein und ich mache das jetzt einfach mal, dann erscheint ganz unten die von mir gespeicherte E-Mail-Adresse. Wie gesagt, für Vieltipper ist das definitiv ein massiver Zeitgewinn, zumal man hier beliebig viele Abkürzungen hinterlegen kann. So, das waren meine 10 Tipps fürs iPhone, die meiner Meinung nach jeder wissen sollte. Jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung. War für euch irgendetwas Neues dabei, beziehungsweise kennt ihr irgendwelche versteckten Funktionen, die man eventuell wissen sollte? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall am Ende meines Videos angekommen. Wie immer sage ich herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.